Mit dem Velo auf dem Weg ins eigene Geschäft. Der Thomas van Haften hat mit 48 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und führt seit 6 Jahren zusammen mit seiner Frau das Gesundheitszentrum Zrütti. In dem steht die Bewegung im Mittelpunkt. Bewegung ist mir sehr wichtig. Ich habe früher Leistungssport betrieben, ich habe gerudert. Wir haben 6 bis 7 Mal trainiert pro Woche. Von dem her bin ich mich gewöhnt, mich viel zu bewegen. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger. Ich spiele gerne Unihockey, ich gehe gerne joggen, habe die noch einen Ruderergometer. Aber wir sind natürlich den Tag durch im Shop sehr viel unterwegs. Wir laufen zwischen 10 und 12 Kilometer. Also von dem her gehört Bewegung für mich zum Alltag. Ursprünglich hat Thomas van Haften die KV-Ausbildung gemacht und nach 26 Jahren am Obergericht in Zürich gearbeitet. Vor allem die letzten Jahre bin ich immer mehr involviert in Sitzungen, bin im Büro gesessen, hatte immer weniger Kontakt zu den Leuten, zum Personal, wo mir natürlich sehr wichtig war, gerade in der Anfangszeit. Und das hat mir dann in den letzten Jahren immer mehr gefehlt. Und darum bin ich dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich musste sagen, jetzt muss ich mich entscheiden, will ich die letzten 15, 20 Jahre noch am Gericht arbeiten oder will ich mich neu orientieren. Und dann bin ich durch einen Besuch beim Kibun Tower in Roggwil auf die Idee gekommen, wir könnten ja so einen Kibun-Shop einmal aufmachen. Aus dem Kibun-Shop ist inzwischen ein Gesundheitszentrum geworden. Das führt Thomas van Haften zusammen mit seiner Frau, die Physiotherapeutin ist. Für sie steht nicht der Verkauf von Produkten im Vordergrund. Es geht um Dienstleistung. Es geht darum, dass die Leute mal erzählen können, wo der Schuh drückt oder wo ihr Problem ist. Und wir kommen jetzt von verschiedenen Seiten und können sie beraten. Entweder mit Schuhen oder mit Faszientape, Fasziendehnung, Blackroll, Physio, Bellicon, Laufband. Es ist ein ganzes Konzept. Und ich glaube, das brauchen die Leute. Weil Schuhe können sie so bestellen im Internet. Aber es geht darum, die Beratung und die Leute mal abzuholen, wo sie stehen. Das Gesundheitszentrum Zrütti ist also mehr als ein gewöhnlicher Schuhladen. Da steht der Kunde respektive sein Leiden im Vordergrund. Und gegen das hilft vielfach der Kibun-Schuh. Das haben wir ja praktisch jeden Tag. Leute kommen und sagen, ich habe einen Fersensporn seit ein paar Monaten. Und dann nehmen sie so einen Probierschuh mit und nach einer Woche kommen sie zurück und sagen, das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass innerhalb von 5, 6, 7 Tagen der Fersensporn so viel besser oder sogar weg ist. Achillessehnenproblem, Arthrose haben wir auch praktisch jeden Tag. Und Leute, wenn sie im Gesundheitszentrum den Schuh ausprobieren, sagen schon, das ist ja, die Verbesserung ist ja enorm in den paar Minuten, die ich jetzt den Schuh anhabe. Und das dünkt mich immer wieder so spannend, um zu sehen, wie man eigentlich den Leuten mit Schuhen so krass kann helfen kann. Die Schuhe von Kibun und Joya eignen sich nicht nur für Schmerzpatienten, sondern auch für Leute, die ihrem Körper etwas Gutes tun wollen oder einfach einen bequemen Schuh suchen. Was ich auch merke, er ist viel weicher als andere Wanderschuhe. Und gerade auch beim Durchlaufen merke ich wirklich, wie ich mehr Halt habe, wie mit einem anderen Wanderschuh. Im Gesundheitszentrum wird einem ein völlig neues Körpergefühl vermittelt. Dank verschiedener Hilfsmittel können Schmerzpatienten alternative Möglichkeiten kennenlernen, wie sie ihren Beschwerden ohne Nebenwirkungen entgegenwirken können. Unser Ziel ist, dass sich die Leute wieder mehr bewegen, dass sie Freude bekommen am Bewegen und dass sie merken mit den Dienstleistungen, die wir hier anbieten, dass sie wirklich bewusst den Schmerzen davonlaufen können. Das mit den richtigen Schuhen, die einem ein Trampolingefühl vermitteln und Tipps von Fachleuten, die sich täglich intensiv mit dem Bewegungsapparat auseinandersetzen. Mit dem Gesundheitszentrum Zrütti hat sich der Thomas van Haften einen Traum verwirklicht und dient mit dem täglich seinen Mitmenschen.